Unserem Essen soll es besser gehen. 73% der Befragten sprechen sich laut Ernährungsreport 2021 für eine artgerechte Haltung von Nutztieren aus. Aber spielt das auch beim Fleischkauf eine Rolle? Wir haben in Frankfurt nachgefragt. Man läuft dann etwas vorbei und packt es einfach ein. Und wenn man sich dann so darüber mal wieder Gedanken macht, fällt es einem dann doch auf, dass man hin und wieder irgendwas kauft, was halt vielleicht nicht so gut gehalten wurde. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich mir darüber nicht so viele Gedanken gemacht in der Vergangenheit, ob es den Tieren wirklich dabei gut geht. Ja. Fair gehaltene Tiere geschlachtet werden, das ist manchmal ein bisschen teuer, aber ich versuche ein bisschen den Mittelweg zu gehen. Da hat auch ein Umdenken irgendwie stattgefunden bei mir die letzten Jahre durch die Medien, dass ich auch mehr Geld ausgebe für gutes Fleisch. An der Theke zeigt sich allerdings ein anderes Bild, besonders wenn es um Schweine geht. Der Bioanteil liegt im Verkauf in Deutschland im niedrigen einstelligen Bereich. Und die meisten kennen Schweine entweder so oder so. Aber was passiert dazwischen? Frankfurt-Bornheim. Hier befindet sich das Geschäft von Metzger Michael Spahn. Seit 1996 betreibt er seine kleine Metzgerei auf der beliebten Bergerstraße. Von herkömmlicher Fleischerzeugung wendete sich der Biometzger frühzeitig ab. Wir waren mit gar nichts mehr einverstanden, weder mit der Tierhaltung noch mit den Schlachtbetrieben, die wir zur Verfügung hatten. Und daraufhin haben wir uns dann im Jahr 2000 entschlossen, auf Bio umzusteigen. Ein staatliches Tierwohlsiegel gibt es noch nicht. Um den Kunden mehr Transparenz zu bieten, haben Supermarktketten und Fleischerzeuger das freiwillige Haltungsformensiegel ins Leben gerufen. Dieses Siegel bewertet vor allem die Wohnverhältnisse der Tiere. Bei Stufe 1 werden lediglich die gesetzlichen Mindestvorgaben eingehalten. In Stufe 2 wird jedem Schwein ein DIN A4-Blatt mehr Platz zugesichert und es hat etwas mehr Beschäftigung. Ab Stufe 3 gibt es noch etwas mehr Platz, Frischluft und gentechnikfreies Futter. Stufe 4 gibt den Schweinen doppelt so viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben und sie haben freien Auslauf. Wir fahren nach Dauborn in der Nähe von Limburg zu Landwirt Marco Hepp. Er besitzt einen Schweinezuchtbetrieb, der sich zwischen Haltungsformstufe 1 und 2 bewegt. Auch ihn beschäftigt das Thema artgerechte Haltung. Wir halten die Tiere artgerecht. Man kann natürlich darüber diskutieren, was eine artgerechte Haltung ist. Aber wir halten uns an Recht und Gesetz, haben eher noch ein bisschen mehr Platz, weil, das muss man auch sagen, mehr Platz ist auch oft dann für die Tiere einfach die bessere Variante. Marco Hepp zeigt sich durchaus offen für Veränderungen an seinen Stellen, um seinen Tieren mehr Platz zu ermöglichen. Und damit mehr Tierwohl. Hier vermisst er allerdings die notwendige Unterstützung seitens der Verbraucher. Wir sind immer dafür da, für unsere Tiere. Mein Telefon klingelt, wenn was im Stall nicht passt. Und das muss einfach auch bezahlt werden. Das muss dem Kunden auch was wert sein. Das spüren wir im Moment nicht. Ist uns das Wohlergehen der Schweine einfach nicht zu viel wert? Warum muss das Fleisch so billig sein? Weil der Supermarkt behauptet, der Kunde wünsche es so. Das ist aber völlig verkehrt. Der Kunde wünscht kein billiges Fleisch, sondern er wünscht sich auch ein gutes Stück Fleisch und würde auch deutlich mehr dafür bezahlen. Spahn fordert ein Umdenken im Fleischkonsum. Denn Massentierhaltung schadet dem Klima und belastet zusehends unseren Planeten. Ein 110 Kilogramm Mastschwein hat den gleichen CO2-Verbrauch wie ein Flug von Frankfurt nach Barcelona. Wenn wir unseren Planeten einigermaßen vernünftig gestalten wollen, sodass noch mehrere Generationen nach uns vernünftig leben können, müssen wir was ändern an der Massentierhaltung, und zwar weltweit. Wir müssen unseren Fleischkonsum drastisch drosseln. Wenn nicht sogar irgendwann ganz einstellen, denn letztendlich ist Fleisch nur ein Genussmittel und kein aktives Lebensmittel mehr. Bewusster einkaufen. Hinterfragen, woher das Fleisch, was auf dem Teller landet, kommt. Und vor allem sich klar machen, dass jedes Stück Fleisch vorher ein Leben hatte. Dann profitieren alle davon, auch die Schweine. Und das sollte uns doch hoffentlich auch was wert sein. Katrin Wenz vom Bund für Umwelt und Naturschutz ist jetzt bei mir. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Die Haltungsbedingungen, gerade bei Schweinen, haben wir gerade im Film gesehen. Wie sieht es denn jetzt bei anderen Tieren aus? Also zum Beispiel Rinder oder Hühner oder so? Ja, bei Rindern, da sieht es tatsächlich im Moment noch ein bisschen besser aus. Gerade in Nordhessen haben wir noch sehr viele Rinder auf der Weide. Aber Puten beispielsweise ist eigentlich eine fatale Situation in Deutschland. Der Gesetzgeber hat keine verbindlichen Regeln, wie Puten gehalten werden müssen. Hier gibt es nur freiwillige Vereinbarungen. Und ja, bei den Hähnchen, da gibt es zwar Vorgaben, aber die Hähnchenmast, die ist in Deutschland nicht mehr in den Händen von bäuerlichen Familien, wie beispielsweise bei den Schweinen, sondern die ist eben sehr, sehr stark konzentriert und es gibt da viele Missstände und auch einen sehr hohen Einsatz von Antibiotika. Das heißt, wenn ich mich für Fleisch schon entscheide, dann am ehesten noch Rind, weil das irgendwie regional gehalten wird auf der Weide noch meist, oder wie? Also Rind, das ist insbesondere wegen der Klimabilanz in den letzten Jahren sehr stark in Verruf geraten. Aber Rindfleisch, das hat wiederum den Vorteil, dass wenn die Tiere auf der Weide gehalten werden und eben mit Gras ernährt werden, dann haben sie eine sehr wichtige ökologische Funktion. Sehr viele Insekten leben auf diesem Grünland, das eben die Rinder fressen. Eine sehr hohe Biodiversität, seltene Kräuter und das ist eben was ganz Besonderes, weshalb die Rinder eben einen ökologischen Vorteil haben, eben dann, wenn sie nicht mit importiertem Futter gemästet werden. Also da gibt es Vorteile, aber wir können natürlich nicht den Fleischkonsum, den wir im Moment haben, nämlich 60 Kilogramm pro Person im Jahr, das ist eine ganze Menge, mit Rindfleisch abdecken. Wir müssen hier massiv reduzieren und selten mal eben ein gutes Stück Fleisch essen und dann gerne auch mal ein Rindfleisch von der Weide aus der Region. Wir haben gerade im Film gehört, dass so ein Mastschwein den gleichen CO2-Ausstoß verursacht wie ein Flug von Frankfurt nach Barcelona. Vielleicht können Sie uns noch mal so ein bisschen die Relation auch darbringen. Also wie viel macht denn Fleischkonsum und die Produktion aus für unser Ökosystem? Ja, wir haben massive Umweltprobleme durch die Fleischproduktion, nicht nur ja, eben der Klimawandel, den wir alle mittlerweile ja sehr stark auch selber spüren, sondern wir haben auch massive Probleme mit dem Grundwasser. Wir haben eben sehr viel Nitrat im Grundwasser inzwischen, was auf die Tierhaltung zurückzuführen ist. Wir haben Verlust von Biodiversität, aber nicht nur das. Wir haben massiv viele Flächen, insbesondere in Südamerika, auf denen Soja produziert wird. Und dort werden Pestizide eingesetzt. Es kommt zu Menschenrechtsverletzungen. Immer wieder werden auch naturnahe Flächen und Regenwälder abgeholzt. Und das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Jetzt gibt es ja auch wahnsinnig viele Ersatzprodukte für Fleisch. Sind die irgendwie besser in Bezug auf Umwelt oder genauso schädlich? Ja, die sind ja insbesondere bei jungen Leuten inzwischen ziemlich beliebt. Man findet sie auch überall im Supermarkt. Sie haben meistens trotzdem eine relativ schlechte Verpackung. Also da ist viel Plastik im Spiel bei kleinen Mengen und die sind relativ teuer. Aber man muss sagen, die Klimabilanz dieser Produkte, die ist besser. Also diese Fleischersatzprodukte, die kommen, wenn man sie untersucht, in vielen Bereichen gar nicht so schlecht weg. Hier müssen wir aber auch darauf achten, dass eben die Produkte aus der Region kommen, dass dann eben nicht statt Fleisch eben Eier aus Käfighaltung eingesetzt werden. Sie sollten trotzdem ökologisch erzeugt sein und dann sind sie besser als Fleisch. Aber Fleisch ist eben nicht per se zu verteufeln, sondern in kleinen Mengen, denke ich, können wir es auch weiterhin essen, insbesondere da, wo die Tiere eben auf der Weide gehalten werden. Dankeschön, Frau Wenz vom Bund für Umwelt und Naturschutz heute Abend.